Herzlich willkommen zu diesem Gartenvideo. Als Großstadtbewohner steht mir leider nur eine sehr begrenzte Fläche zur Verfügung, aber wie ich diese genutzt habe, möchte ich euch jetzt zeigen. Den Anfang macht das Rosenbeet. Hier habe ich 4 verschiedene Sorten von Strauchrosen in unterschiedlichen Farben gepflanzt. Das Ganze schaut noch etwas verwildert aus, weil ich den Rückschnitt, der normalerweise Anfang bis Mitte März stattfinden wird, noch nicht durchgeführt habe. Hier nehme ich euch in einem weiteren Video wahrscheinlich wieder mit. Weiter geht es mit dem Lavendelbeet. Auch hier gibt es 4 verschiedene Sorten, allerdings 2 Pflanzen pro Sorte. Den Lavendel möchte ich verwenden, um nach der Ernte der Blütenstände im Sommer oder Frühherbst Kosmetikartikel und Lavendelöl herzustellen. Wenn ihr daran auch Interesse habt, dann schreibt es bitte in die Kommentare, dann kann ich euch dazu dann auch entsprechende Videos erstellen und hochladen. Als nächstes sind die Erdbeeren dran. Auch hier ein etwas trauriger Anblick, aber so sehen Erdbeerpflanzen im Winter nun mal aus. Ich habe insgesamt 3 Töpfe. Diese Töpfe sind alle mit einem Wasserreservoir ausgestattet. Dadurch bleibt die Erde immer ordentlich feucht und die Beeren können sich ordentlich entwickeln. Die Pflanzen tragen ab Frühsommer bis in den Herbst hinein fast durchgehend Früchte. Der Ertrag ist zwar nicht besonders großartig, aber meine Kinder und ich freuen uns immer darüber, wenn wir 1 oder 2 Erdbeeren pro Tag finden können. Hier seht ihr meinen Weinstock. Den habe ich im Herbst komplett zurückgeschnitten, weil ich ihn dieses Jahr neu zur Stickelrebe erziehen will. Wie das funktioniert, werde ich euch auch in einem weiteren Video im Laufe des Jahres zeigen. Zusätzlich zum Weinstock habe ich in diesem Blumentrog auch noch Knoblauch eingepflanzt. Das ist ein Experiment, ich will einmal schauen, wie es funktioniert, ob der Ertrag halbwegs sinnvoll ist, und wenn es funktioniert, dann werden wir wahrscheinlich für das nächste Jahr im Herbst noch einmal Knoblauch sehen. Als letzte Nutzpflanze seht ihr noch die Himbeerstauden. Die rechts im Bild sichtbaren sind jetzt 3 Jahre alt und haben sich schon fleißig vermehrt. Und links im Bild seht ihr die heuer neu gepflanzten. Dabei handelt es sich um eine gelbe und eine orange Sorte. Ich bin schon sehr gespannt, wie sich diese Pflanzen entwickeln werden. Ganz links im Bild habt ihr noch mein kleines Kräuterbeet. Ihr seht hier Salbeipflanzen, die leider etwas vertrocknet waren. Darum habe ich sie jetzt in den großen Trog gepflanzt. Sie scheinen sich recht gut zu erholen. Es treiben frische grüne Blätter aus und trotz der Jahreszeit sind sie kräftig am Wachsen. Und zuletzt noch 2 relativ große Rosmarinstöckchen. Auch die waren ursprünglich Topfpflanzen, welche nun in den großen Trog übersiedelt sind. Ganz zum Schluss zeige ich euch noch mein leerstehendes Beet. Das habe ich im Herbst umgegraben und dann nicht mehr weiter behandelt, deswegen wuchert hier das Unkraut. Auf der rechten Hälfte habe ich auch hier Knoblauch angesetzt und möchte schauen, wie sich der entwickelt, ob er wächst und was man damit dann an Ernte erwarten kann. Zum Abschluss zeige ich euch noch stellvertretend für all meine Kräutertöpfe mein Oregano. Ihr müsst zugeben, dass Kräuter im Winter einfach nicht besonders hübsch aussehen und darum erspare ich euch den Anblick der anderen Töpfe. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem kleinen Rundgang. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schreibt das in die Kommentare. Abonniert eventuell den Kanal. Es werden in Kürze auch noch weitere Pflanzenvideos folgen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.